Ja, Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, hat zugehört. Nicht repräsentativ, diese Stimmen, aber ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und übrigens nicht nur Carsten Linnemann, auch die FDP fordert ja weitreichende Verschärfungen beim Bürgergeld. Damit, denke ich, dürfte die FDP auch bei Ihnen, bei der CDU, offene Türen eintreten. Aber was müsste denn aus Ihrer Sicht vor allem konkret geändert werden? Ja, erstmal hat ja die FDP mitgemacht, dass die Regeln von Hartz IV damals dermaßen aufgeweicht worden sind, dass die Bezieher von Bürgergeld jetzt sprunghaft gestiegen sind. Also der Anreiz, um Arbeit aufzunehmen, ist drastisch nach unten gegangen. Das zeigen die Zahlen. Und wenn die FDP jetzt das korrigieren will, sage ich spät, aber besser spät als nie. Und eines ist ganz klar, und das betont ja auch unser Generalsekretär, der Carsten Linnemann, es gibt Menschen, die können arbeiten, aber sie wollen nicht. Es muss auch keiner arbeiten, es gibt keinen Arbeitszwang in Deutschland. Aber dann bitte nicht zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das ist unfair. Wer nicht arbeiten kann, der bekommt die Hilfe unseres Sozialstaates. Aber wer es sich bequem macht, wenn andere für ihn arbeiten, obwohl er sich selber einbringen könnte, der versteht Solidarität falsch. Und da bin ich auch absolut für das Kürzen. Nämlich wer selber nicht arbeiten will, obwohl er kann, signalisiert dem Staat auch, dass er ihn nicht braucht. Das Bürgergeld hat ja aber noch mehr Fehler. Es bringt eben nicht wie geplant mehr Menschen in Arbeit, so wie sich das die Ampel vorgestellt hat. Ist denn das Bürgergeld grundsätzlich am Ende? Sollte es vielleicht sogar komplett eingestampft werden? Wenn ja, womit sollte es ersetzt werden? Absolut richtig. Das Bürgergeld ist schon bei der Geburt nicht lebensfähig gewesen. Das war eine soziale, romantische Vorstellung der SPD, etwas zu verteilen, was aber erstmal andere erwirtschaften müssen. Und dass das Fehlanreize hat, das sieht man. Wir als Union sind sehr klar für das Abschaffen dieses Bürgergeldes. Das suggeriert ja schon vom Namen so, als hätte jeder Anspruch darauf, egal wer was geleistet hat. Und deshalb sagen wir, wir brauchen eine neue Art von Grundsicherung. Da gehört eine Mitwirkungspflicht, da gehören auch Sanktionen dazu. Und da gehört auch sehr klar dazu, dass der arbeiten kann, auch arbeiten muss. Oder wenn er nicht arbeiten will, dann aber auch kein Anspruch da ist, dass andere für ihn das Ganze dann mitfinanzieren. Julia Klöckner, klare Worte. Bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns bei Welt. Vielen Dank. Danke auch.